Hallo, ich bin Andreas. Heute möchte ich mal wieder von einem Erlebnis berichten, das ich vor ein paar Jahren hatte. Und zwar ist es so außergewöhnlich, dass es mich nicht in Ruhe lässt, sozusagen. So möchte ich es mal formulieren. Ich kann es nicht ad acta legen und denken oder sagen, das ist alles egal, sondern es taucht immer wieder auf und manchmal hole ich es mir auch heran, wenn ich denke, hoffentlich erlebe ich das noch, dass die Welt Notiz davon nimmt und dass man mir das glaubt. Jetzt mal ein kurzer Abriss von diesem ganzen Geschehen. Also ich fahre mit meinem Fahrrad in die nächste Stadt. Die ist etwa 4 Kilometer, 4, 5 Kilometer weg. Und auf dem Weg dahin führt der Radweg an Feldern vorbei und Wiesen vorbei. Da ist so ein asphaltierter Streifen parallel zu der Bundesstraße. Da bin ich mit meinem Fahrrad hergefahren, fahre auf diesen Radweg auf und dann überhole ich eine kleine Gruppe Radfahrer. Ich weiß nicht, wie viele es waren, vielleicht 3, 4, 5, ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube aber so, es waren 4 junge Männer, die fuhren als Gruppe und sie unterhielten sich auch. Und ich bin mit meinem Fahrrad aufgefahren auf diesen Radweg. Also ich fahre an dieser kleinen Radlergruppe vorbei. Während ich vorbeifahre, verändern sich deren Köpfe. Sie werden etwas länger. Die Stirn ist höher, verhältnismäßig. Ich würde mal so sagen, ungefähr um ein Drittel. Das hat mich natürlich irritiert und auf der anderen Seite auch fasziniert. Ich bin weitergefahren, musste etwas aufpassen, dass ich nicht vom Fahrrad kippe und bin dann in die nächste Stadt Achern gefahren zu einem großen Supermarkt, fahre da auf einen riesen Parkplatz und auf dem Parkplatz kommen mir Kunden entgegen. Die einen kommen aus ihren Autos, die sie gerade geparkt haben, andere kommen aus dem Supermarkt raus, manche gehen in den Supermarkt rein, manche fahren mit leeren Einkaufswagen Richtung Supermarkt. Und unter diesen Leuten sind auch Leute, die diesen veränderten Kopf haben. Und zwar, ich würde mal sagen, auf meinem Weg zu der Tür zum Supermarkt sind mir vielleicht 5, 6 davon begegnet. Was alle hatten, das ist, dass ich gemerkt habe, alle, die mir begegnet sind, waren erstaunt darüber, was vor sich geht. Sie haben gemerkt, dass etwas vor sich geht. Sie waren erstaunt und sie haben sozusagen, wenn sie den anderen angeschaut haben, quasi in eine Art Spiegel geschaut und haben in dem anderen gesehen, was bei ihnen selbst vor sich geht. Also um so viel ungefähr erhöht die Stirn. Dann habe ich eingekauft, bin durch den Supermarkt gegangen und auch im Supermarkt sind mir vereinzelt Personen entgegengekommen, bei denen das so war. Dann bin ich mit meinem Einkauf zurückgeradelt zu meinem Wohnort, ein kleines Dorf. Und auch da bei mir in der Nachbarschaft und in dem Umfeld gab es Personen, bei denen das so war. Das ist natürlich
etwas ganz, ganz Besonderes, weil man sich fragt, in welcher Welt lebe ich? Wie kann das sein? Wie kann das passieren? Was sind wir Menschen eigentlich? Und ich habe es mir so gesagt, es ist sozusagen so, als würde man nicht in eine Parallelwelt sozusagen rübergleiten und es etwas anders sehen, sondern ein anderer Bewusstseinszustand, der vielleicht parallel da ist. Aber die Welt selber ist unangetastet, genauso wie wir sie jetzt sehen. Und ich gehe davon aus, dass mir das widerfahren ist und dass ich auch bei den anderen gesehen habe, dass sie locker damit umgehen. Sie haben gelächelt, haben sich angelächelt und fanden das irgendwie interessant, aber auch witzig zum Schmunzeln. Sie hatten keine Angst davor. Und ich gehe davon aus, das wird auch noch mal im Großen stattfinden, dass mehr Menschen betroffen sind, die das erleben. Mir ist es jetzt wichtig oder war es wichtig, dass dieses nicht in Vergessenheit gerät, sondern das ist so spektakulär, dass ich es der Welt entsenden möchte und offenbaren möchte. Und wer dazu eine Idee hat, was das sein kann, kann mir das hier unten in die Kommentare schreiben. Also etwa um so viel höher der Kopf, die Stirn, lächelnd, so wo man auch gut sagen könnte, irgendwie ein bisschen Alien-mäßig. Das würde bedeuten, dass es bei uns hier auf dem Planeten Menschen gibt, die kommen eigentlich aus einer anderen Welt, aus einer sozusagen Alien-Welt, sind aber hier in menschlicher Gestalt, in der Welt der Menschen. Und das war sozusagen ein Einblick da rein. Und nach 2 Tagen hat es sich alles wieder normalisiert. Also auch hier bei mir im Umfeld, sie sahen wieder ganz normal aus alle. Und wenn ich irgendwo hingefahren bin, da war keine Veränderung mehr feststellbar. Aber das zieht einen aus diesem Denken, ich weiß alles, was ich bin oder wer wir sind und wie wir sind und wir haben alles im Griff und wir wissen alles. Da möchte ich sagen, halt, halt, halt. Es gibt auch etwas, das haben wir noch gar nicht wahrgenommen und das haben wir auch noch gar nicht verstanden, wie das funktionieren kann und wie geht das. Ist es eine optische Täuschung? Und wie gestaltet sich diese Täuschung? Was geschieht da? Ja, das wollte ich jetzt gerne sagen. Ich habe da schon mehrfach Videos zu gemacht und eben dachte ich, ich mache es jetzt nochmal. Es ist sozusagen so, wenn man sich damit beschäftigt und wenn man das erlebt hat, dann ist es wie ein Durchbruch, was die Bewusstseinsebenen betrifft. Man kommt aus diesem Status quo heraus und hat plötzlich eine ganz andere Perspektive und einen ganz anderen Weitblick. So, ja, so, das wollte ich sagen. Alles klar und jetzt sage ich Tschüss.